Hallo liebe Häkelfreunde, ich muss euch warnen, diese Traumjacke ist nichts für schwache Nerven oder Ungeduldige. Außerdem ist dieses Kunstwerk ausschließlich für Damen, die bereits Häkelerfahrung und in Sachen Mode einen extravaganten Geschmack haben. Ich habe diese außergewöhnliche Jacke mit zwei völlig unterschiedlichen Materialien gehäkelt. Die grüne Jacke im Landhausstil habe ich mit Merino-Wolle und einer Häkelnadel 4 mm gehäkelt. Das bombastische Noppenmuster erfordert eine ordentliche Portion Geduld und aufmerksames Arbeiten. Die weicher fallende weiße Jacke habe ich mit einer Häkelnadel 5 mm gehäkelt. Das geht natürlich um einiges schneller. Ihr könnt für diese Jacke also ruhig eine etwas dickere Häkelnadel verwenden. Dann wird das Maschenbild lockerer und die Jacke fällt fließender. Allerdings ist für dieses spezielle, franzige Material Häkelerfahrung erforderlich, da aufgrund des flauschigen Garns das Maschenbild nicht so klar erkennbar ist wie bei einer glatten Wolle. Hier ist also viel Fingerspitzengefühl und genaues Zählen gefragt. Die fantastische Rückenansicht wird im Zuge der Abschlussarbeiten durch eine kleine Naht auf der Innenseite bewerkstelligt. Die dadurch entstehende Kellerfalte kann durch hübsche Tuchnadeln, große Holzknöpfe oder andere Verzierungen ins Rampenlicht gerückt werden. Die Anleitung enthält die Angaben für die Größen 36 bis 50. Die Größenangaben erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr ebenfalls im Video nach den Intros. Bitte unbedingt das gesamte Video anschauen und nichts überspringen. Dadurch beantworten sich in der Regel die meisten Fragen von selbst. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Dieses Projekt kann mit jeder beliebigen Wolle gehäkelt werden.
Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle, aber nicht zu klein. Achtung, die Verwendung völlig anderer Materialien ändert den Verbrauch. Dieser kann dann nicht mehr ausreichend genau vorhergesagt werden. Die Jacke wird aufgrund der außergewöhnlichen Machart unter den Armen unabhängig von der Konfektionsgröße automatisch oversized. Die überschüssige Weite wird im Rückenbereich durch eine kleine Naht zu einer schönen Kellerfalte geformt. Die Ärmel sind tiefer angesetzt als gewohnt. Der extravagante Schnitt kann nicht in einen klassischen Schnitt umgewandelt werden. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler. Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen. Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Bevor wir beginnen, seht ihr hier die ersten 9 Reihen der Jacke. Die Passe besteht aus 6 Flächen. Die Form sollte ungefähr so aussehen wie bei mir. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in den Ring, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen und ich häkle noch 12 Stäbchen in den Ring, so dass wir insgesamt genau 13 Stäbchen haben. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Und wenn ihr 13 Stäbchen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 13 Stäbchen gehäkelt, wir wenden die Arbeit. Ich häkle das Ersatzstäbchen in die erste Masche und wir häkeln immer ein zweites Stäbchen in die erste Masche. Dann lassen wir eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist ein V. Eine Masche auslassen, ein V häkeln mit einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen in dieselbe Masche. Eine Masche auslassen, ein V häkeln, eine Masche auslassen, ein V häkeln,
eine Masche auslassen, ein V häkeln. Wir haben jetzt diese 2 Stäbchen am Anfang, dann haben wir 5 V. Am Ende bleiben 2 Maschen übrig, eine lassen wir aus und am Ende der Reihe häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, so wie am Anfang der Reihe. Und wir wenden die Arbeit. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen in die erste Masche. Und wie gesagt, wir häkeln immer noch ein Stäbchen in die erste Masche. Und jetzt haben wir zwischen dem V 2 Stäbchen. Und hier häkeln wir aufs erste Stäbchen 2 Stäbchen in eine Masche und aufs zweite Stäbchen ein Stäbchen. Und in die V häkeln wir wieder ein V. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Auf diese Stäbchen zwischen den V häkeln wir aufs erste Stäbchen 2 Stäbchen in eine Masche und aufs zweite Stäbchen nur ein Stäbchen und in die V häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Am Anfang kommen bis zum V 5 Stäbchen zusammen und hier kommen zwischen den V 3 Stäbchen zusammen. 2 Stäbchen auf das erste Stäbchen, ein Stäbchen auf das zweite Stäbchen und in die V immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Wieder 2 Stäbchen in eine Masche, ein Stäbchen auf das zweite Stäbchen, ein V ins V, zwei Stäbchen auf das erste Stäbchen, ein Stäbchen auf das zweite Stäbchen, ein V ins V, und auch hier 2 Stäbchen auf das erste Stäbchen und ein Stäbchen auf das zweite Stäbchen und am Ende immer 2 Stäbchen in eine Masche, sodass wir auch hier bis zum V 5 Stäbchen haben. Und wir wenden die Arbeit. Wir häkeln das Ersatzstäbchen in die erste Masche. Wir häkeln immer ein zweites Stäbchen in die erste Masche. Jetzt haben wir 5 Stäbchen als Basis. Wir häkeln 2 Stäbchen und ins dritte Stäbchen häkeln wir eine Dreiernoppe. Wir holen einen Umschlag, wir holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durchholen, ein Umschlag, den Faden ein drittes Mal durchholen. Wir halten die Noppe unten fest, wir holen den Faden durch alle Schlaufen durch, sodass 2 auf der Nadel bleiben und die maschen wir zusammen ab. Und dann häkeln wir wieder 2 Stäbchen.
in die V häkeln wir immer wieder ein V. Ein V besteht aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Dann häkeln wir 2 Stäbchen, eine Dreiernoppe und noch einmal 2 Stäbchen. Und in die V häkeln wir wieder ein V. Und wir häkeln alle Kanten genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch bei der letzten Kante habe ich 2 Stäbchen, eine Noppe, 2 Stäbchen gehäkelt. Und hier muss ein Stäbchen übrig bleiben. Und hier häkeln wir immer 2 Stäbchen in eine Masche. Und wir wenden die Arbeit. Wir häkeln immer das Ersatzstäbchen in die erste Masche und noch ein Stäbchen in die erste Masche. Und jetzt häkeln wir 3 Stäbchen bis zur Noppe. Und wir häkeln eine Noppe um die Noppe der Vorreihe. Wir holen einen Umschlag, wir holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durch, ein Umschlag, den Faden ein drittes Mal durch. Alle Fäden abmaschen bis auf 2 und die maschen wir zusammen ab. Dann die Noppen zur Seite schieben, damit alle Stäbchen sichtbar sind. Es müssen 3 Stäbchen sein bis zur Lücke. Und in die Lücke häkeln wir immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und wieder 3 Stäbchen bis zur Noppe. Und um die Noppe wieder eine Noppe. Vor der Noppe einstechen, sodass die Noppe auf der Nadel liegt, den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden zweimal durch, ein Umschlag, den Faden dreimal durch alle Schlaufen ziehen und dann durch die letzten 2. Und dann genau 3 Stäbchen bis zur Lücke. Die Noppen treten auf diese Weise sehr deutlich hervor. In die Lücke häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und wir häkeln alle Kanten genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch die letzte Kante hat 3 Stäbchen, eine Noppe, 3 Stäbchen und hier haben wir immer am Ende einen Maschenkopf übrig und in diesen Maschenkopf häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Und wir wenden die Arbeit. Das war schon der erste Mustersatz. Der Mustersatz besteht aus 2 Reihen, die stets wiederholt werden. Die erste Musterreihe ist eine Rückreihe. Sie beginnt mit dem Ersatzstäbchen und einem zweiten Stäbchen in die erste Masche. Und nach diesen 2 Stäbchen haben wir immer 2 Stäbchen.
Und dann folgt eine neue Noppe. Die Noppen werden versetzt zur Vorreihe. Dann häkeln wir 3 Stäbchen. Und das zweite ist in der Noppe der Vorreihe. Hier ist die Noppe der Vorreihe, genau in der Mitte. Und dann folgt wieder eine Noppe. Und dann ergeben sich bis zur Lücke immer 2 Stäbchen. Und in die Lücke häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und alle Kanten sind immer genau gleich. Zuerst häkeln wir 2 Stäbchen, dann in die nächste Masche eine Noppe, dann 3 Stäbchen, wieder eine Noppe, und bis zur Lücke ergeben sich 2 Stäbchen und in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Die Noppen sind hier noch nicht gut sichtbar. Hier ist die Noppe der Vorreihe und diese 3 Stäbchen sind genau darüber. Das mittlere Stäbchen ist genau in der Noppe. Und wir häkeln alle Kanten genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch die letzte Kante ist genau gleich, nur dass hier immer ein Stäbchen noch übrig ist und da häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, so wie am Anfang der Reihe. Und die zweite Musterreihe ist eine Reihe auf der schönen Seite, auch die beginnt mit dem Ersatzstäbchen und einem Stäbchen in die erste Masche, das bleibt immer gleich. Und in der zweiten Musterreihe ergeben sich 3 Stäbchen bis zur Noppe. Wir häkeln um die Noppe wieder eine Noppe. Dann 3 Stäbchen bis zur nächsten Noppe. Eine Noppe um die vorhandene Noppe herum häkeln. Dann 3 Stäbchen bis zur Lücke. In die Lücke immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. 3 Stäbchen bis zur ersten Noppe. Eine Noppe um die vorhandene Noppe. Drei Stäbchen bis zur nächsten Noppe.
um die vorhandene Noppe und 3 Stäbchen bis zur Lücke. Und ein V ins V. Und wir häkeln alle Kanten genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende haben wir nach der letzten Noppe 3 Stäbchen und dann häkeln wir 2 Stäbchen in die letzte Masche. Und das war der zweite Mustersatz. Wir machen noch einen Mustersatz gemeinsam. Wir beginnen immer mit dem Ersatzstäbchen und noch einem Stäbchen in die erste Masche. Und in der ersten Musterreihe häkeln wir immer 2 Stäbchen und dann eine Noppe. Zwischen den Noppen sind immer 3 Stäbchen. Und dann häkeln wir wieder eine Noppe. Und wieder 3 Stäbchen. Eine Noppe. Und dann müssen immer 2 Stäbchen bis zur Lücke übrig bleiben. Dann häkeln wir wie gewohnt das V ins V und wieder 2 Stäbchen, eine Noppe und dann immer 3 Stäbchen, eine Noppe drei Stäbchen, eine Noppe und dann wieder 2 Stäbchen bis zur Lücke und ins V wieder ein V. Und wir häkeln alle Kanten genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier haben wir nach der letzten Noppe 2 Stäbchen und ganz am Ende der Reihe noch 2 Stäbchen in eine Masche. Und wir kommen zur zweiten Musterreihe auf der Vorderseite. Auch diese Reihe beginnt mit dem Ersatzstäbchen und einem Stäbchen in die erste Masche. Und auf der Vorderseite ergeben sich 3 Stäbchen bis zur ersten Noppe. Wir häkeln eine Noppe um die vorhandene Noppe und dann häkeln wir immer 3 Stäbchen, eine Noppe
3 Stäbchen. Eine Noppe. Und 3 Stäbchen bis zur Lücke. Und in die Ecke immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und wir häkeln alle Kanten genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 Stäbchen und 2 Stäbchen in eine Masche. Und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun sinngemäß wiederholt. Pro Mustersatz entsteht eine neue Noppenreihe und wir wiederholen den Mustersatz so lange, bis wir bestimmte Maße erreicht haben. Die Form sollte ungefähr so aussehen wie bei mir und auf welche Maße ihr hinarbeiten müsst und wie ihr das messen müsst, seht ihr in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück. Meine Passe hat für die Größe 40-42 das benötigte Maß erreicht. Ich erkläre euch gleich, wie ihr das messen müsst. Zuerst erkläre ich euch die Einteilung der Jacke. Wir haben hier die Vorderteile. Diese 2 Segmente bilden die Ärmel und diese 2 Segmente bilden das Rückenteil. Die Form sollte ungefähr so aussehen wie bei mir. Und bei der Größe 40-42 benötige ich immer eine Passenhöhe von ca. 39 cm. Die messen wir vom Anfangspunkt zu einem Maschenmarkierer. Und wenn ihr das angegebene Maß erreicht habt, das schreibe ich euch oben in die Ecke, dann müsst ihr einfach schauen, dass die Jacke unter den Armen zusammengeht. Also dass diese Punkte hier unter den Armen zusammengehen, ohne dass es spannt. Wenn es noch zu knapp ist, müsst ihr 2 Reihen hinzufügen und die Anprobe wiederholen. Die Anprobe hat mit der Passform der Jacke noch nicht viel zu tun. Es geht einzig und allein darum, dass das Maß ausreichend ist. Und wenn ihr das angegebene Maß erreicht habt und verifiziert habt, dann gebt ihr, so wie ich, auf jeden Fall diese Maschenmarkierer hinein und dann können wir die Ärmel abteilen. Ganz wichtig, ich habe mit einer Rückreihe vorläufig geendet und wir teilen die Ärmel auf der schönen Seite ab. Und wir starten wie immer mit dem Ersatzstäbchen und häkeln wie immer noch ein Stäbchen in die erste Masche. Das bleibt unverändert. Und dann häkeln wir im gewohnten Muster bis zum ersten Maschenmarkierer hinüber. Das Muster ist genau gleich wie bisher. Und wenn ihr beim Maschenmarkierer angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das erste Vorderteil wie gewohnt gehäkelt und ganz wichtig, bis zur Lücke haben wir hier 3 Stäbchen. Und dieses Teil ist der Ärmel und den überspringen wir
und wir legen die Lücken übereinander und häkeln durch beide Lücken durch ein Stäbchen. Und in dieses Stäbchen geben wir einen Maschenmarkierer. Diese beiden könnt ihr entfernen. Und wir häkeln die beiden Segmente des Rückenteils und ganz wichtig, wir starten auf dem ersten Stäbchen. Wir häkeln genau 3 Stäbchen bis zur ersten Noppe. Wir haben also hier 3 Stäbchen, das einzelne Stäbchen mit dem Maschenmarkierer und noch einmal 3 Stäbchen, also 7 Stäbchen. Und dann sind wir bei der ersten Noppe und die häkeln wir wie gewohnt. Und wir häkeln diese beiden Segmente hier in der Mitte, häkeln wir genau wie immer. Und wenn ihr diese beiden Segmente gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die beiden rückwärtigen Segmente gehäkelt, die Spitze ganz genau wie immer. Und hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt und in diesem einzelnen Stäbchen hier befindet sich der Maschenmarkierer. Und wir machen auf dieser Seite genau das Gleiche. Wir haben 3 Stäbchen nach der letzten Noppe. Wir legen die Lücken übereinander und häkeln durch die Lücken durch ein Stäbchen. Und in dieses Stäbchen geben wir einen Maschenmarkierer. Die anderen 2 Maschenmarkierer könnt ihr entfernen. Und dann häkeln wir das zweite Vorderteil und ganz wichtig, wir starten auf dem ersten Stäbchen. Wir häkeln 3 Stäbchen und dann sind wir bei der ersten Noppe angekommen. Und wir häkeln die Reihe wie gewohnt zu Ende. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe wie gewohnt beendet. Nicht vergessen am Ende der Reihe die 2 Stäbchen in eine Masche. Das ist genau gleich wie bisher. Und wir wenden die Arbeit und die nächsten 2 Reihen, die wir jetzt machen werden so lange wiederholt, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Die erste Reihe ist eine Rückreihe. Auch die startet wie gewohnt mit dem Ersatzstäbchen und einem Stäbchen in dieselbe Masche. Wie gesagt, daran ändert sich nichts. Und auch das Muster bleibt unverändert. Wir häkeln wie immer die 2 Stäbchen und dann die erste Noppe. Auch daran ändert sich absolut nichts. Und wir häkeln im gewohnten Muster bis zu diesem Maschenmarkierer unter dem Arm. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe beim Maschenmarkierer angekommen. Ganz wichtig, wir müssen 5 Maschen vor dem Maschenmarkierer aufhören. In der 6. Masche hier befindet sich der Maschenmarkierer. Und nach der letzten Noppe häkeln wir zunächst 4 Stäbchen. Und die nächsten
3 Maschen häkeln wir als zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir entfernen den Maschenmarkierer und häkeln 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dann geben wir sofort in die größere Masche den Maschenmarkierer wieder hinein. Und dann häkeln wir 4 Stäbchen. Und hier kommt die erste Noppe hin. Und dann geht es wie gewohnt weiter. 3 Stäbchen. Und eine Noppe, so wie gewohnt. Und ihr könnt das kontrollieren. Die Noppen sind wieder versetzt. Hier ist die Noppe der Vorreihe und hier befinden sich genau darüber die 3 Stäbchen. Und wir häkeln die 2 Segmente des Rückenteils wie gewohnt und dann zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück. Ich habe die beiden rückwärtigen Segmente wie gewohnt gehäkelt und hier ist der Maschenmarkierer und hier haben wir 5 Stäbchen bis zum Maschenmarkierer. Wir häkeln 4 Stäbchen. Und über die nächsten 3 Stäbchen häkeln wir 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir entfernen den Maschenmarkierer. Wir häkeln 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir geben sofort den Maschenmarkierer in diese größere Masche hier. Wir häkeln 4 Stäbchen. Und hier kommt die nächste Noppe hin. Und wir sind wieder im Muster drin. 3 Stäbchen, eine Noppe und das machen wir bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe wie gewohnt mit der Zunahme beendet. Wir haben am Anfang und am Ende der Reihe Zunahmen sowie in der rückwärtigen Mitte und unter den Armen haben wir Abnahmen. Und die zweite Musterreihe beginnt genau wie immer mit dem Ersatzstäbchen und einem Stäbchen in dieselbe Masche. Und dann häkeln wir im gewohnten Muster immer 3 Stäbchen. Und eine Reliefnoppe bis wir wieder unter dem Arm ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe beim Maschenmarkierer angekommen und in dieser zweiten Musterreihe haben wir 4 Maschen bis zum Maschenmarkierer. Wir häkeln 3 Stäbchen
Wir entfernen den Maschenmarkierer und über die nächsten 3 Maschen häkeln wir 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und wir geben sofort wieder den Maschenmarkierer in diese größere Masche. Und wir häkeln nach der Abnahme wieder 3 Stäbchen und hier sind wir bei der ersten Noppe angekommen. Und wir häkeln die beiden rückwärtigen Segmente wie gewohnt. Unter dem anderen Arm macht ihr das genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe die Zunahme nicht vergessen. Wir haben am Anfang der Reihe, am Ende der Reihe und in der rückwärtigen Mitte Zunahmen und unter den Armen haben wir Abnahmen. Und dadurch geht die Jacke jetzt gerade hinunter. Und wir müssen immer die beiden letzten Reihen, die wir soeben gemacht haben, wiederholen, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und wir messen vom Anfangsring in der rückwärtigen Mitte gerade hinunter. Und wir enden vorläufig mit einer Reihe auf der Rückseite. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat in der rückwärtigen Mitte ca. 70 cm erreicht. Ich habe mit einer Rückreihe vorläufig geendet und wir häkeln die letzte Reihe auf der schönen Seite und die Reihe funktioniert im Prinzip genau wie immer mit den Zunahmen am Anfang und den Abnahmen auf der Seite. Nur die rückwärtige Mitte mache ich ein bisschen anders und das bedeutet, wir sehen uns bei der rückwärtigen Mitte wieder. Willkommen zurück, ich bin in der rückwärtigen Mitte angekommen und hier häkle ich in die Lücke 3 Dreiernoppen. Eins, zwei, drei. Und dann häkeln wir die Reihe wie gewohnt zu Ende. Alle Maschenmarkierer könnt ihr entfernen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe wie gewohnt beendet, hier mit den Abnahmen und am Ende der Reihe mit den Zunahmen, so wie immer. Und jetzt häkeln wir an den vorderen Kanten weiter. Ich häkle zunächst eine Luftmasche und in die erste Randmasche sozusagen ein Ersatzstäbchen und dann häkle ich eine Noppe um das erste Randstäbchen, eine Luftmasche und dann häkle ich pro Reihe eine Dreiernoppe. Und zwischen den Noppen eine Luftmasche. Und das machen wir, bis wir wieder am unteren Rand der Jacke ankommen. Auch oben in den Anfangsring eine Dreiernoppe häkeln. Und wenn ihr die Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen. Diese Reihe müsst ihr stretchen und hier genau schauen. Die letzte Noppe befindet sich in der letzten Reihe. Hier mache ich keine Luftmasche, ich häkle ein Randstäbchen in das erste sichtbare Stäbchen der unteren Reihe. Und wir wenden die Arbeit und wir häkeln noch eine Rückreihe. Ich beginne mit einer Luftmasche und ich häkle eine feste Masche in das Randstäbchen, eine feste Masche in die Noppe und dann häkle ich in jede Lücke 2 feste Maschen. Ich springe von Lücke zu Lücke und häkle in jede Lücke 2 feste Maschen. Und auch diese Reihe muss gestretcht werden. Und wenn ihr wieder am unteren Rand der Jacke angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit einer festen Masche in die Noppe und noch einer festen Masche in das Randstäbchen. Dann häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und jetzt könnt ihr schon einmal alle Fäden vernähen und ich werde in der Zwischenzeit einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück, ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt an die Jacke dran gehäkelt. Ich habe den Ärmel bis zum Bund gerade hinunter gehäkelt, dann die Maschenzahl reduziert und noch einen dekorativen Bund dran gehäkelt. Und wie das alles gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Wir beginnen unter dem Arm. Und hier haben wir eine Noppe, 3 Stäbchen und eine Lücke. Und in der Lücke schlingen wir den Faden an. Wir stechen in die Lücke ein, holen den Faden durch und häkeln in die Lücke das Ersatzstäbchen. Dann häkeln wir 3 Stäbchen. Sodass wir hier 4 Stäbchen haben und die brauchen wir dann auch am Ende der Runde. Und jetzt häkeln wir eine ganz gewöhnliche Hinreihe mit Reliefnoppen und dazwischen immer 3 Stäbchen, bis wir rundherum gekommen sind. Und unter dem Arm sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe haben wir nach der letzten Noppe 3 Stäbchen und auch hier häkeln wir noch ein 4. Stäbchen in die Lücke und wir wenden die Arbeit. In der zweiten Musterreihe häkeln wir das Randstäbchen über dem ersten Stäbchen und wir häkeln noch ein Stäbchen und dann häkeln wir eine Noppe und 3 Stäbchen. Wir versetzen also die Noppen. Die Noppen befinden sich dann genau im Zwischenraum. Eine Noppe
und 3 Stäbchen. Und die Reihe endet mit 2 Stäbchen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wie gesagt, die Reihe endet mit einer Noppe und 2 Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit. Und wir starten wieder mit dem Randstäbchen. Und noch einem Stäbchen. Und jetzt haben wir die Noppen wieder versetzt und wir häkeln alle Maschen so wie sie erscheinen. Abwechselnd eine Reliefnoppe und 3 Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit einer Reliefnoppe und 2 Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit. Und die 4. Musterreihe beginnt ebenfalls mit dem Randstäbchen. Und wir brauchen noch 3 Stäbchen bis zur ersten Noppe, damit die Noppen wieder versetzt sind. Also insgesamt 4 Stäbchen und dann folgt die erste Noppe. Und dann häkeln wir immer 3 Stäbchen und eine Noppe. Und die Reihe endet mit 4 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die 4. Musterreihe endet mit 4 Stäbchen und diese 4 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun stets wiederholt und zwar bis zum Bund. Ich schreibe euch einen Richtwert bis zum Bund in die Ecke. Ganz wichtig ist, dass ihr immer alle 4 Reihen häkelt, damit wir wieder dieselbe Ausgangsposition haben. Und die endgültige Länge können wir dann mit dem Bund bestimmen. Wenn ihr nicht sicher seid, könnt ihr im Video zurückgehen zur ersten Musterreihe. Und wenn der Ärmel die benötigte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat circa 30 cm erreicht. Ich habe mit einer 4. Musterreihe vorläufig geendet. Das heißt, wir haben hier 4 Stäbchen bis zur ersten Noppe und wir befinden uns auf der schönen Seite. Und jetzt reduzieren wir die Maschenzahl für den Bund. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen. Und über die nächsten 3 Stäbchen häkeln wir 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, ein Umschlag, in die nächste Masche einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen und das Ganze noch ein 3. Mal. Wir haben 4 Schlaufen auf der Nadel. Die maschen wir zusammen ab. Das ist in der nächsten Reihe nur noch ein Stäbchen. Dann häkeln wir wie gewohnt unsere Dreiernoppe. Und wir häkeln wieder 3 zusammen abgemaschte Stäbchen über die nächsten 3 Maschen. Und dann wieder unsere Noppe. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe zwischen allen Noppen 3 zusammen abgemaschte Stäbchen gehäkelt. Am Ende der Reihe haben wir 4 Stäbchen
Auch hier häkeln wir zunächst 3 zusammen abgemaschte Stäbchen und dann ein Randstäbchen in die letzte Masche. Und wir wenden die Arbeit. Wir beginnen wieder mit dem Randstäbchen in die erste Masche. Wir häkeln noch ein Stäbchen in diese 3 zusammen abgemaschten Stäbchen und wir häkeln in die Noppe eine Noppe. Ein Stäbchen in die 3 zusammen abgemaschten Stäbchen, eine Noppe in die Noppe. Also abwechselnd ein Stäbchen und eine Noppe bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit 2 Stäbchen, so wie sie begonnen hat. Und wir wenden die Arbeit und die nächsten 2 Reihen, die wir jetzt machen werden, dann stets wiederholt. Jede Reihe beginnt mit 2 Stäbchen und dann häkeln wir abwechselnd eine Noppe und ein Stäbchen, eine Noppe und ein Stäbchen. Wir häkeln die Maschen also so, wie sie erscheinen, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit 2 Stäbchen, so wie sie begonnen hat. Und wir wenden die Arbeit und auch diese Reihe beginnt mit 2 Stäbchen am Rand. Und dann häkeln wir abwechselnd eine Noppe und ein Stäbchen. Die Noppen befinden sich in den Noppen der Vorreihe und die Stäbchen befinden sich im Stäbchen der Vorreihe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Reihe haben wir 2 Stäbchen, so wie am Anfang der Reihe. Und wir häkeln nun immer dieselben 2 Reihen, bis der Ärmel die benötigte Länge erreicht hat. Das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und wir enden vorläufig mit einer Reihe auf der schönen Seite. Also eine Reihe, die jetzt kommt. Und wenn euer Ärmel die benötigte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe mit einer Reihe auf der schönen Seite geendet und ich habe die Jacke umgedreht, sodass wir die Naht auf der Innenseite machen können, und ich fixiere die Naht immer mit ein paar Klammern. Das erleichtert das Zusammenhäkeln. Und ich beginne mit einer Luftmasche und häkle dann um die Randstäbchen herum jeweils 2 feste Maschen. Achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich
und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Ärmel angefertigt und jetzt machen wir die rückwärtige Falte in der rückwärtigen Mitte der Jacke. Hier ist der Anfangsring, hier ist die rückwärtige Spitze und ich habe genau entlang der rückwärtigen Spitze die Jacke gefaltet, so dass die Innenseite jetzt zu sehen ist, und ich habe hier vom oberen Rand ca. 30 cm heruntergemessen, dann 5 cm herein und hier ungefähr 16 bis 17 cm hinunter. Und hier habe ich 3 Sicherheitsnadeln hineingegeben. So könnt ihr auch eine Anprobe machen. Und bei der ersten Sicherheitsnadel beginne ich mit der Naht. Ich habe den Faden doppelt genommen, einen Knoten gemacht und hier stechen wir ein und so können wir den Faden gleich fixieren, einfach durchschläufeln und dann mit Rückstichen die Naht anfertigen. Schön an den Sicherheitsnadeln entlang bis hier herauf. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, so sieht es auf der schönen Seite aus. Hier ist die Falte und innen muss das so aussehen. Schön flach. Und jetzt könnt ihr mit Schmucknadeln hier die Falte so auf diese Art schön flach fixieren. Und hier einfach mehrere Nadeln anbringen. Und wenn ihr das gemacht habt, ist unsere außergewöhnliche Jacke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.